Heute habe ich eine Idee, bei der ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich weiß, ob diese auch funktioniert und am Schluss auch gut ausschaut. Aus diesem Stück Holz, Eichenholz, möchte ich einen Seifenspender bauen. Aber jetzt nicht irgendeinen Seifenspender, sondern er bekommt ein Sichtfenster eingebaut, damit man später immer sehen kann, wie viel Seife noch enthalten ist. Klingt jetzt erstmal ganz einfach, aber ich glaube, die größte Herausforderung wird diese Fräsung hier sein in diesem Klotz und vor allem das Fenster und den Seifenspender dann am Schluss auch noch komplett 100% wasserdicht zu bekommen. Boah, da habe ich mir was vorgenommen, hier aus diesem Holzklotz einen Seifenspender zu machen. Wahnsinn! Jetzt erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens. Thema heute Seifenspender. Leute, ich habe mal gegoogelt. Jetzt haltet euch fest, ich rede jetzt hier von Echtholz-Seifenspender. Die Dinger sind richtig teuer, mal ganz ehrlich. Die kosten 30, 40, 50 Euro. Ich rede nicht hier von irgendwelchen Bambusfälschungen oder Holzfälschungen oder sonst irgendwas, so billige Dinger, sondern ich rede aus richtig echtem Holz, aus Eichenholz oder sonst irgendwas. Die Dinger kosten ein Schweinegeld, könnt ihr selber einfach mal googeln. Und ich habe auch keinen gefunden, der hier dann vorne aus Holz auch noch ein Sichtfenster verbaut hat, wo man dann sieht, wie viel Seife noch drin ist. Und dieses Projekt gehen wir heute an und ganz ehrlich Leute, ich weiß noch nicht, ob es funktioniert. Dann lassen wir uns einfach mal überraschen, ob wir das Ganze hier auf die Reihe bekommen. Denn ich weiß noch nicht wirklich, wie ich da hier eine Fräsung setze. Ich habe da jetzt schon was im Kopf, müssen wir wieder was berechnen, Leute. Und und dann diese Scheibe da rein bekommen und das Ganze vor allem noch wasserdicht bekommen, damit keine Seife am Schluss auslaufen kann. Ich würde sagen, wir starten gleich los. Lange Rede, kurzer Sinn. Ab geht's. Was benötigen wir für das Ganze? Und zwar das Wichtigste ist natürlich ein Holzklotz. Ich habe mich hier für Eiche entschieden. Ihr könnt natürlich euch entscheiden, wie ihr wollt. Bei diesem Stück Eiche habe ich nur leider ein Problem. Da habe ich einen Riss drin. Jetzt weiß ich nicht, wie tief der da hinten reingeht oder so. Werden wir dann einfach mal schauen, werden wir das Ganze fräsen. Ich dachte mir, ich mache das Ganze mit Epoxy-Harz, mache ich das Ganze dann zu und mache es dann irgendwie wieder dicht. Aber wir werden sehen, ob ich das dann mit diesem Klotz hinbekommen werde. Die Größe dieses Klotzes ist bei mir, meine Wunschgröße von meinem Seifenspender wird 105 x 124 mm sein. Ihr könnt natürlich selber entscheiden, wie groß das Ganze werden soll. So, das Wichtigste ist natürlich auch, dass wir einen anderen Seifenspender brauchen, weil dort braucht man nämlich die Teile davon. Nein, wir brauchen nicht diesen Behälter hier, sondern wir brauchen den Deckel hier. Diesen Deckel mit Gewinde, den brauchen wir nämlich. Gut, der war jetzt ich glaube 1 Euro hat der gekostet in einem Billigladen. Und wie gesagt, dieses Gewinde und natürlich die Pumpvorrichtung, damit wir die Seife auch rausbekommen. Also das war ja schon mal super günstig. Des Weiteren soll da vorne ja ein Sichtfenster reinkommen. Da werde ich mich für weißes Acryl natürlich entscheiden, das habe ich schon mal hier. Und dann wird noch ein schwarzer Außenrahmen kommen und der wird aus schwarzem Acryl. Warum schwarz? Weil ich natürlich das hier irgendwie verbinden möchte. Schwarz, Eiche und dann nochmal diesen Rahmen in schwarz könnte vielleicht ganz cool ausschauen. Aber wir lassen uns am Schluss überraschen. Wie schon erwähnt, ich habe viel gegoogelt und habe einfach mal nach Seifenspendern geschaut. Ich möchte keinen runden haben. Diese runden sind teilweise gedrechselt, sind relativ schnell gemacht. Ist dann so ein Ding reingestellt mit einem kleinen Deckel drauf und fertig. Oder es ist einfach so ein eckiger, wo dann einfach außenrum Holz gebaut worden ist, auch mit dem Holzdeckel oben drauf. Und die Dinger kosten dann wirklich teilweise richtig viel. Aber ich habe keinen eckigen Seifenspender gefunden mit einem Sichtfenster drin. Und das ist das Tolle daran, dass man einfach dann die Seife sehen kann, wie viel da einfach noch drin ist. Und das ist bestimmt auch ein ganz cooler Kontrast, je nach Farbe der Seife, oder? Egal, wir werden uns jetzt erstmal kümmern, bevor wir das Fenster nämlich machen hier, müssen wir uns erstmal kümmern, dass da überhaupt Seife reinpassen kann in diesen Klotz. Und ja, was machen wir das Ganze? Wie machen wir das Ganze? Ich sage jetzt einfach, wir werden das Ganze tiefer fräsen. Also das heißt hier fräsen. Ich werde das Ganze an meinem Frästisch machen. Für die Leute, die natürlich keinen Frästisch haben, könnte man das Ganze auch irgendwie einspannen und dann hier einzeln einfach tiefer fräsen mit Anschlag und so. Würde bestimmt auch funktionieren. Aber
Ich werde das Ganze an der Tischfräse machen. Wenn man schon eine hat, sollte man sie auch nutzen. So, und dazu brauchen wir natürlich eine Schablone. Und diese Schablone werde ich am Laser machen. Wer natürlich keinen Laser hat, kann das Ganze auch natürlich per Hand aussägen oder wie auch immer aussägen, mit der Stichsäge aussägen und richtig schön sauber das natürlich sägen. Ich werde das Ganze am Laser machen, aber wir müssen natürlich, um diesen Klotz hier richtig zu fräsen, weil wir werden ja noch eine Nut reinfräsen, wo wir praktisch die Scheibe einlegen können und verkleben können. Und das müssen wir natürlich auch dran denken. Und jetzt braucht man natürlich erstmal eine Schablone. Und diese Schablone von der Größe müssen ja wir erstmal berechnen. Und diese Berechnung, die ich mir jetzt gemacht habe, die schauen wir uns jetzt einfach mal genauer an. Für diejenigen, die jetzt praktisch das Ganze mit der Oberfräse von oben reinfräsen und mit Anschlag und so, da könnt ihr jetzt einen Punkt einfach weiterspringen. Das funktioniert natürlich auch. Denkt bloß an die Phase für das Glas hier. So, und zwar, wie fange ich denn an? Meine Größe sind 104 x 124 und jetzt kommt's. So schaut das Ganze dann aus. Hier ist die Phase dann praktisch dran, wo dann die Fensterscheibe reinkommt, plus Rahmen. Müsst ihr natürlich dann die beiden zusammenrechnen. So, 8 mm soll die Wandstärke betragen auf jeder Seite. Und wir machen es jetzt einfach mal am Beispiel von einer der Breite 105, damit wir in dieses Brettchen hier einen, ich sage jetzt mal, eine Schablone reinbekommen, wo wir mit diesem Klotz einfach schön immer fahren können. So, also, das heißt, ich benutze einen 12 mm Fräser, um da reinzukommen. Ja, kleiner wäre natürlich auch noch was, sind aber leider stumpf, brauche ich neue. 105 minus die Breite, die Gesamtbreite, 8 und 6 sind 14, sind 91 mm. So, und jetzt ist es nämlich wichtig, dass ihr den Fräserradius habt, also 91 ist der Fräserradius, minus die 6 mm beträgt dann praktisch 85 mm. Wenn wir jetzt wieder 85 mm plus die Fräsbreite, die Falzbreite rechnen, kommen wir wieder auf 91. Also wenn ihr natürlich da einen kleineren Fräser benutzt, ist natürlich dieser Wert hier anders. Das ist jetzt gerade nur Zufall, dass das wieder 91 ergibt. Also bitte achten auf den Radius. Radius ist dann praktisch die Breite des Fräsers geteilt durch 2 ist 6. Wenn ihr jetzt 14 habt, wäre es natürlich dann hier 7. So, wenn wir jetzt die 91 mal 2 nehmen, weil wir haben ja praktisch beide Seiten, wo wir dann in die Schablone reinfräsen, die Schablone machen müssen, kommen wir auf eine Breite von 128. Nehmen wir das doch den anderen Wert dazu, machen die gleiche Berechnung, kommen wir auf einen Ausschnitt von 220. Das muss der Ausschnitt sein, der komplette Ausschnitt sein, wie praktisch die Schablone auszuschauen hat. Also das heißt 128 mal 220. Jetzt müsst ihr natürlich dann später darauf achten, da werden wir mit Leisten arbeiten, dass wir noch vorab, wenn wir dieses hier fräsen, noch Abstandshalter reinmachen in unsere Schablone, damit wir natürlich auch diesen Rand hier fräsen können. Ich hoffe, ihr wisst, was ich gemeint habe jetzt. Wir werden das uns natürlich jetzt alles anschauen. Ihr könnt, wenn ihr das auch so machen wollt, könnt ihr natürlich die Schablone anders machen, mit der Stichsäge alles aufzeichnen und das Ganze dann praktisch mit der Stichsäge schön aussägen. Ich werde das Ganze natürlich am Laser machen, beim X2 Laser, den P2, und dort werde ich das Ganze machen. Wir sehen uns gleich wieder. Ich liebe Laser, es geht einfach rasend schnell. Per Hand ist es auch möglich, aber es dauert halt definitiv länger. So, ich zeige euch mal, was ich gemeint habe mit der Schablone. Das ist jetzt der Ausschnitt, den wir uns hier berechnet haben, 220 mal 182, der genau für diesen Klotz passen sollte. Jetzt dürft ihr aber natürlich nicht vergessen, dass wir hier noch eine Nut haben, denn wir würden jetzt theoretisch, wenn wir das jetzt so belassen, diese Linie hier fräsen, ohne diese 6 mm. Jetzt brauchen wir Abstandshalter. Da habe ich mir mal was zugesägt, passend auf diese Größe. Das ist einfach Material 6 mm Stärke, die genau praktisch unseren Rand haben. Ihr könnt natürlich auch andere Stärke verwenden, je nachdem wie ihr wollt. Die werden dann praktisch hier reingeklemmt und dann
können wir das Ganze, also ich mache es nur mal provisorisch schnell, und wenn die dann drin sind, dann können wir das hier zuerst fräsen, weil wir müssen ja die Tiefe hier erreichen und dann nehmen wir nämlich die ganzen Sachen raus, wieder diese Abstandshalter, und können da oben praktisch nochmal diese 6 mm Nut oder Faser einfach fräsen. So, wir gehen jetzt mal an den Tisch und da geht es nämlich weiter mit ein bisschen Erklärung. Wenn ihr euch für diesen Weg entschieden habt, dann fragt ihr euch bestimmt, wie kriege ich jetzt diese Schablone exakt in die Mitte, weil sonst war ja alles umsonst mit der Schablone. Aber das ist auch ganz einfach, und zwar habt ihr ja dann, wenn ihr einen Frästisch habt, dann habt ihr ja hier einen Anschlag. Wenn ihr das Ganze mit der Oberfräse von oben her fräst, dann kann man das ja genau einstellen, aber hier ist es natürlich schwer mit dieser Schablone. Aber es ist gar nicht so schwer, denn wir müssen jetzt einfach nur kurz messen. Da reicht ein Meterstab und das Ganze dann ausmessen. Und zwar, was messen wir? Wenn wir jetzt die 91, das ist ja praktisch diese Seite hier, 91 plus 6 mm, den Radius vom Fräser, noch dazu rechnen, kommen wir auf 97. Dieses Maß müsste dann genau das hier sein, das stellt ihr dann ganz genau hier ein. Und das sind jetzt exakt von dieser Kante, Innenkante von der Schablone zur Außenkante vom Fräser. Dann dreht ihr den Fräser exakt dann so 90 Grad hier hin, dass der Fräser hier steht. Und das von dem zu dem müssen in diesem Fall, in meinem Fall, 97 mm sein. Das kontrollieren wir das Ganze mal. 97 mm exakt, und dann könnt ihr das Ganze hier festmachen an euren Anschlag, und dann natürlich könnt ihr auch die Gegenmessung machen, denn von dieser Seite bis Außenseite von diesem Fräser hier müssen es auch 97 sein, und wenn ihr das Ganze dann mal kontrolliert, exakt 97, dann seid ihr genau in der in der Mitte und macht euren Anschlag fest. Das andere geht genauso auch natürlich in diese Richtung. Dann muss man den Fräser natürlich nochmal um 90 Grad hier drehen. Und in meinem Fall sind es praktisch die 110 plus die 6, sind 116 mm. Und da muss dann von dieser Außenkante bis diese Seite Fräser müssen es 116 sein, von da bis darüber müssen es auch 116 mm sein, und das sollte dann genau die Mitte sein. Ich werde das gleich jetzt alles nochmal genau ausrichten, und ich werde das Ganze natürlich jetzt mal festspannen. Das heißt, ich werde hier und hier nochmal mit Schraubzwingen das Ganze festmachen. Zum Niederzwingen werde ich das hier verwenden. Solche Halter habe ich übrigens ein cooles Video drüber gemacht. Kann ich euch gerne mal verlinken, um die Dinger hier selber zu bauen. So, und das werden wir dann das Ganze dann hier befestigen, dass da ja nichts abhaut. Die Vorrichtung ist aufgebaut. Ihr habt es gesehen, ich habe die Leisten dann auch noch reingemacht. Ganz wichtig, vergesst die Leisten nicht, weil das ist es wichtig, dass ihr die am Anfang in der ersten Fräsung reinmacht. Denn das wird die Tiefe. Ich lasse mich jetzt überraschen, ob das Ganze funktioniert. Drückt mir die Daumen, dass es funktioniert. Das ist Eiche. Leute, ihr müsst nicht meinen, dass ihr da Zentimeter fräst, sondern da geht es um ein paar Millimeter, wo man dann immer nach oben gehen können. Das wird es natürlich eine Zeit lang dauern. Jetzt mal ein paar Minuten wird es schon dauern, bis ich dann die Tiefe richtig erreicht habe. Und wie gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal. Ich bin heiß drauf. Los geht's. Leute, wir haben es geschafft und es ist richtig gut geworden. Ich zeige es euch mal, könnt ihr das erkennen. Also es ist richtig schön sauber geworden. Und ich muss dazu sagen, ich habe natürlich da unten eine Absaugung dran und es saugt so richtig schön an. Das bildet so ein richtiges Vakuum dann drauf. Dann ist es gar nicht ganz so einfach, das Ding zu bewegen hier. Weil, ja, wie gesagt, da ist ein richtiges Vakuum dann dran an diesem Holzstück. Aber es hat gut funktioniert. Und jetzt fragen sich vielleicht ein paar Leute, warum habe ich das vorher nicht mit dem Forstnerbohrer ausgebohrt. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil dann zack, 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 und deshalb habe ich es lieber im Vollen rausgefräst, und es hat jetzt nicht wirklich lange gedauert. Ich sage jetzt mal 10 Minuten hat es gedauert und schon habe ich meine Tiefe hier schön erreicht. So, jetzt kommt ja noch das große Problem und ich hoffe, ich versau das Ganze jetzt nicht, und zwar müssen wir jetzt die Leisten, die Abstandshalter müssen wir rausnehmen.
und müssen jetzt die Phase, die Phase einfach fräsen für unsere Scheiben. Wie dick die Scheibe ist, mit Rahmen außenrum. Bei mir in dem Fall sind 6 mm. Jetzt stellen wir den Fräser auf diese 6 mm ein und hoffen, dass es gut funktioniert. Ich bin mir zwar noch nicht sicher, aber ich hoffe, ich versau es jetzt nicht. Wow, Leute, ich hab's nicht versaut. Es ist richtig gut geworden. Mega. Aber ihr seht es natürlich auch, jetzt seht ihr das, hier habe ich noch natürlich einen kleinen Riss. Das werde ich mit Epoxid, werde ich das zumachen. Dann ist es auch wieder wasserdicht. Boah, es freut mich mega, dass es funktioniert hat. Schreibt's mal in die Kommentare, wie ihr das vielleicht anders gemacht hättet. Würde mich mal interessieren, ob das jetzt so ein kluger Weg war. Aber es hat gut funktioniert. So, was machen wir als nächsten Schritt? Ich würde sagen, wir machen diesen Deckel hier. Wir müssen dieses Gewinde ja hier aussägen und dort oben reinmachen. Und zwar habe ich mir was einfallen lassen. Wir müssen ja dieses Gewinde hier rausbekommen. Natürlich kann man das jetzt auch mit der Hand ausschneiden. Das ist mit der starken Schere und dann ein bisschen zurecht schleifen, damit es rund wird. Das passt. Aber ich habe mir was anderes einfallen lassen, weil es gar mir genau gerade passt. Ich werde das Ganze mit der Lochsäge machen und zwar werde ich jetzt hier das Ganze aussägen. Das ist eine 38er Lochsäge und das ist ein 38er Forstnerbohrer. Also, was heißt das, wenn ich das jetzt hier aussäge, Außenmaß hier und da oben dann praktisch das Ganze tiefer setze, dann müsste es funktionieren und das gehen wir jetzt an. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das machen würdet. Also, die Idee ist, hier, ich habe einen Forstnerbohrer, der passt hier exakt hier rein. In diese Aussparung, das sind 20 mm Forstnerbohrer. Jetzt mache ich das dann fest, dass ich das Ganze ausmitteln kann. Das heißt, jetzt könnte ich das theoretisch festspannen. Dann nehme ich meinen Niedelspanner hier dazu her und spanne das Ganze fest, damit wir einen sicheren Halt haben von unserem Kunststoffdeckel. Natürlich müsst ihr noch ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht reinsägt. So, das ist jetzt niedergespannt. Hält super. Und jetzt wechsle ich einfach. Jetzt ist es ausgemittelt und jetzt habe ich exakt die Mitte. Das muss ich natürlich erstmal diesen reinbekommen. Jawohl, passt. Und jetzt kann ich mit der Lochsäge vorsichtig dieses Kunststoff sägen. Bin mal gespannt, ob es klappt. Tja, hat gepasst. Jetzt muss ich noch ein bisschen sauber machen und dann ist es doch super. Ein bisschen entgraten, fertig. Ich hätte noch gar nicht gedacht, dass dieses Projekt ohne Fehler durchläuft und dass es jetzt einfach perfekt ist bis jetzt. Bis jetzt. Denn wir sind nämlich noch nicht fertig. Wir müssen jetzt noch die Scheibe und den Rahmen machen. Ich werde das natürlich lasern. Wer das natürlich nicht hat, der kann natürlich an der Tischkreissäge oder an der Säge einfach das Ganze aussägen und dann schleift ihr vorsichtig einfach diese Radien rein, je nachdem welchen Fräser ihr habt. Ich werde jetzt an den Laser gehen, werde das Ganze auslasern und ja, dann geht's auch schon weiter mit unserem coolen Projekt. Leute, wie findet ihr das bis jetzt? Also ich finde es bis jetzt richtig gut gelungen. Die Rahmen sind fertig und das Glas auch und jetzt wollen wir es doch mal versuchen, wie gut das Ganze passt und wie es ausschaut vor allem. Ah, das passt ja perfekt und jetzt noch den Rahmen drauf. Wow, Leute, schaut euch mal das an. Das schaut doch mal so richtig cool aus. Oder was meint ihr dazu? Und dann noch dieses schwarze Teil hier oben dran. Mega! Also mir gefällt es echt gut bis jetzt. Aber ich werde jetzt natürlich, bevor ich das Ganze jetzt nochmal lackiere und hier einlasse das Ganze, werde ich natürlich jetzt hier überall außenrum nochmal genau den gleichen Radius machen. Also den 6er Radius werde ich dann außenrum einmal komplett fräsen.
Also hier kommt es definitiv nichts mehr durch. Jetzt müssen wir es nur noch durchtrocknen lassen. Das sind jetzt viele Schichten Lack drauf und da sollte jetzt wirklich keine Seife oder Wasser oder was auch immer mehr durchkommen. Das sollte wasserdicht sein. So, das lassen wir jetzt aber durchtrocknen und wir sehen uns morgen. Ein neuer Tag, der Lack ist getrocknet und ganz ehrlich, da kommt nichts mehr raus. Also das ist richtig gut geworden. Das sind viele Lackschichten drauf. Also da kommt definitiv keine Seife mehr raus. Gut, wir werden jetzt unsere Scheibe verkleben mit unserem Rahmen und natürlich dann noch unsere Pumpeinheit, wenn wir dann oben auch mal das Gewinde verkleben. Das machen wir jetzt mal. Gut, Kleber habe ich angemischt. Ich werde euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung, alles verlinken, was ihr dann noch zu braucht oder was ihr im Video gesehen habt. So, da werden wir jetzt vorsichtig arbeiten, damit wir keine Sabberei hier machen. Und werden das Ganze dann mal richtig schön verkleben miteinander, damit das auch richtig schön dicht bleibt. Jetzt wird aber noch eingeölt oder ja, ein Holzwachs kommt es noch drauf. Werde ich euch natürlich unten auch in der Videobeschreibung verlinken. Also auf geht's. Richtig cool. Wow, 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 wie einzigartig ist dieser Seifenspender geworden und ich hätte nicht gedacht, dass dieses Projekt so cool wird. Und jetzt kommt der Moment, auf den ihr wahrscheinlich auch alle gewartet haben. Wir werden Seife einfüllen und dann mal schauen. Und was man da einfüllen könnte, das ist natürlich cool mit dem Sichtfenster. Rot, Gelb, Grün, Blau, ihr könnt da alle Farben einfüllen, die halt dann gerade so irgendwie passen. Und man sieht das Ganze und man sieht auch, wie voll er noch ist. Also, ich werde jetzt in diesem Fall jetzt mal so eine weiße rein tun oder so eine durchsichtige und dann werden wir ihn gleich mal probieren. Schaut's mal her. Natürlich wollen wir auch mal schauen, ob er auch dicht ist. Also füllen wir da mal was Helles rein. Richtig cool. Wow. Und jetzt schaut euch mal das an, wie toll das ausschaut, oder? Also mit Farbe vielleicht dann auch nochmal richtig cool, wenn man da noch irgendwie eine spezielle Farbe im Bad hat oder sowas. Richtig, richtig schön. Wie findet ihr diesen Seifenspender? Er ist absolut wirklich einmalig. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Und es schaut aus, als wäre dicht. Ha! Ich habe jetzt mal eine rote Seife eingefüllt, um nur mal zu schauen, wie das dann ausschaut. Was meint ihr dazu? Ist da besser mit Farbe drin irgendwie oder sogar blau, grün oder sonst irgendwas? Oder gefällt euch so die transparente Seife dann doch irgendwie besser? Also das würde mich echt mal von euch interessieren. Könnt ihr auch noch mal zusätzlich in die Kommentare reinschreiben. Also, er ist wirklich dicht. Und jetzt mal wirklich noch eine Frage. Was meint ihr? Lohnt sich so ein Bau so eines Seifenspenders? Ich finde, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Von einem einfachen Holzklotz zu einem, ich sage jetzt mal, Luxus-Echtholz-Seifenspender, den eigentlich nicht wirklich irgendjemand noch daheim rumstehen hat. Denn sowas habe ich nämlich im Netz, wie schon erwähnt, nirgends irgendwo gefunden. Und die anderen, die waren dann schon richtig, richtig teuer. Und für sowas, ganz ehrlich, also der ist über 50, 60 Euro wert, würde sowas bestimmt oder mehr sogar im Geschäft kosten. Und vielleicht baut ihn ja der eine oder andere von euch nach. Dann würde mich eine Verlinkung auf Instagram oder irgendwo oder das Video zu verlinken, würde mich echt drüber freuen. Oder schreibt es auch zusätzlich noch in die Kommentare rein. So Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst dem Video bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und nichts mehr von Gipfelholz verpassen wollt. Hypt das Video, würde mich auch drüber freuen. Und ich würde sagen, schöne Luxus-Seifenspender. Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.